Erfüllung ist ein ganz wichtiges Thema, wenn es um das Thema Erfolg geht natürlich und wenn es darum geht, in diesem Leben etwas zu erreichen. In diesem Video geht es um Frust, den hatten wir in der letzten Woche schon, da schauen wir nicht mehr so genau hin. Es geht um das Thema Leere und es geht natürlich auch um Neuroplastizität und wie du in deinem Leben Erfüllung finden kannst. Ich komme auf dieses Thema, weil ich vor einigen Wochen eine Frau in der Potenzialanalyse hatte, eine Führungskraft, die mit diesem Thema Erfüllung zu mir kam. Und das passiert eigentlich nicht so häufig, dass Menschen dieses Wort explizit so ansprechen, obwohl die allermeisten Menschen das auf der unbewussten Ebene jedenfalls suchen. Und heute soll es darum gehen, wie du Erfüllung finden kannst und woran du dich in deinem Leben orientieren kannst, um eben genau diese Erfüllung in deinem Leben zu finden oder zu generieren. Vielleicht fragst du dich, was Erfüllung mit Führung zu tun hat. Ja, Nadja möchte mit Führungskräften sprechen und spricht jetzt über Erfüllung, was ja in der Regel nicht unbedingt mit Arbeit in Zusammenhang gebracht wird. Es ist so, dass du als Führungskraft selbstverständlich den Ton bei dir im Unternehmen angibst. Das heißt, das, was du lebst, die Energie, die du vorlebst, ist die Energie, die deine Mitarbeiter, die Abteilung, das Unternehmen in eine bestimmte Richtung führt. So, das heißt, wenn du mit einer Energie von Mangel und Unzufriedenheit und Frust vorneweg gehst, dann wirst du genau das in deinem Unternehmen natürlich auch gespiegelt bekommen. Wenn du mit Motivation, mit Lebensfreude, mit Erfüllung vielleicht auch vorangehst, dann wirst du etwas anderes ausstrahlen und du wirst natürlich auch mit den Menschen in deinem Unternehmen anders umgehen. Also das heißt, die Erfüllung, die du selbst lebst, als Führungskraft ganz besonders, aber natürlich auch für alle anderen, ja, also sprich mit deinen Familienmitgliedern, schick das Video weiter an deine Freunde, die keine Führungskräfte sind, denn dieses Thema ist für uns als Gesellschaft wichtig, um die Grundlage zu schaffen, gerne diese Gesellschaft auch zu verändern, unsere Kultur zu verändern und natürlich auch Innovation zu betreiben und die Dinge in unserem Land voranzubringen, was gar nicht so unwichtig ist. Ich bin seit einigen Tagen zurück in Deutschland und ich stelle fest, dass es fast noch schlimmer ist, als ich mir das vorgestellt hätte, um ehrlich zu sein. Die Leute sind noch gestresster, noch frustrierter, als es von außen ausgesehen hat, wenn man denn tatsächlich dann drin ist. Ich hoffe sehr, dass ich meine Stimmung und meine Energie beibehalten kann in den nächsten Wochen, aber wir werden sehen. Also, das ist auch ein Thema, was mich persönlich gerade sehr betrifft und wo ich natürlich daran arbeite, mit diesem Gefühl, denn das ist Erfüllung, in Kontakt zu bleiben. Also, Erfüllung als erstes Mal ist ein Gefühl in deinem Körper. Und das ist der Anfang von allem, was damit zu tun hat. Du kannst sagen, ich spüre Erfüllung zum Beispiel, wenn mein Herz strahlt oder wenn mein Herz offen ist. Oder ich spüre Erfüllung da oder da im Körper. Und du kannst für dich mal prüfen, wo in deinem Körper das genau ist, dass du Erfüllung fühlst. Also wenn du dir Erfüllung vorstellst oder vielleicht dich daran erinnerst an einen erfüllten Moment oder falls du glaubst, dass du nie in deinem Leben einen erfüllten Moment gehabt hast, dass du dir überlegst, was wäre, wenn ich Erfüllung in meinem Leben hätte? Wie würde sich das in meinem Körper anfühlen? Für mich persönlich, ich erzähle dir, wie das für mich ist es tatsächlich ein Gefühl von Fülle in meinem Körper. Das bedeutet, ich fühle meinen Körper von innen vollständig ausgefüllt. Das hat was damit zu tun, dass ich natürlich auch trainiert habe und geübt habe und daran gearbeitet habe, meinen Körper von innen in seiner Gänze zu spüren. Also Erfüllung bedeutet für mich, dass ich meine Füße von innen spüre und bis zum Kopf und die Hände auch von innen. Ja, also das ist was ich trainiert habe. Wie fühlt sich Erfüllung an, wenn ich meinen Körper maximal fühle und ganz in meinem Körper sein kann? Dann spüre ich Erfüllung. Das ist nicht selbstverständlich, aus dem einfachen Grund, wenn wir in unserem Leben emotionale Verletzungen erlebt haben oder Trauma erlebt haben, dann schalten wir mehr und mehr Körperteile ab zu fühlen. Trauma ist ein Gefühl der Überforderung, der emotionalen Überforderung und je nachdem, wie viel Trauma wir in unserem Leben erlebt haben, beginnt unser Nervensystem einzelne Wahrnehmungen in unserem Körper abzuschalten. Und je mehr wir abschalten, ja, desto weniger Fülle können wir natürlich auch im Körper fühlen. Also das hat wirklich was mit der physischen Fülle unseres Körpers zu tun und wie viel davon wir wahrnehmen können. Menschen, die viel wahrnehmen können, die ihr Trauma bearbeitet haben, die spüren, die können sich
mit der Aufmerksamkeit und mit der Wahrnehmung auf einzelne Organe zum Beispiel konzentrieren und sagen, mein Darm fühlt sich heute so an, meine Leber fühlt sich so an, ich bin mit meinem Magen in Kontakt, ich bin mit meinem Herzen in Kontakt, mit meiner Lunge vielleicht, mit meinem kleinen Zeh, mit meinem großen Zeh, mit meinem rechten Fuß, mit meinem linken Fuß, mit den Händen und so weiter. Und wir können aufgrund des Trainings mit unserem Körper sehr dediziert arbeiten. Ja, Menschen, die einfach nur so durchs Leben stolpern und sich nie damit beschäftigt haben, wie das alles funktioniert und wie der eigene Körper auch funktioniert und woher Glücksgefühle kommen und woher Gedanken und Gefühle überhaupt kommen, die werden das vielleicht nicht wissen, dass das ein Gefühl ist, was wir im Körper generieren können. Du hast aber, egal an welchem Punkt du gerade in deinem Leben stehst, eine Vorstellung davon, wie Erfüllung in deinem Leben sich in deinem Körper anfühlen würde. Und genau darum geht's. Dieses Gefühl zu trainieren mit der sogenannten Neuroplastizität. Also dein Gehirn kann sich permanent anpassen und verändern. Das heißt, je häufiger du dir das Gefühl der Erfüllung ins Bewusstsein rufst und in deinem Körper auch auslöst und deine Entscheidungen im Leben basierend auf diesem Gefühl der Erfüllung triffst, ja, desto mehr wirst du auch natürlich dieses Gefühl der Erfüllung in deinem Körper lernen zu fühlen, wahrzunehmen und die Entscheidungen in deinem Leben werden in eine ganz andere Richtung gehen. Als Führungskraft wirst du vielleicht sagen, okay, pass auf, hier sind Mitarbeiter dabei, die funktionieren tatsächlich nicht in diesem Team, die tragen nicht zu diesem Team bei, die sind nicht in der Lage, diese Vision mitzutragen, die wir für das Unternehmen haben und dann müssen wir eine Lösung finden, was machen wir mit denen, ja, was können wir mit denen machen. Wenn du Neueinstellungen vornimmst, macht es total viel Sinn, dir vorher Gedanken zu machen, okay, wie muss die Energie dieser Person sein, damit sie zu meinem eigenen Gefühl der Erfüllung passt. Ja, das ist eine Überlegung, die geht deutlich über das hinaus, was wir in normalen Bewerbungsprozessen machen. Ich halte ja persönlich nichts davon, dass wir so tun, als würde die Energie des anderen Menschen, und da gehört alles mit dazu. Ja, da gehört das Geschlecht mit dazu, da gehört die Herkunft mit dazu, da gehört natürlich die Ausbildung mit dazu, da gehört die soziale Schicht mit dazu und so weiter. Also die Energie eines Menschen wird geprägt von all diesen Dingen und die Energie eines anderen Menschen in der Resonanz mit dir als Führungskraft macht nachher das Betriebsergebnis. Wir tun so momentan in diesen ganzen politisch korrekten Bewerbungsprozessen, die jetzt da stattfinden. Ich habe ein paar Stellenanzeigen in den letzten Tagen gelesen und ich dachte, das kann ja nicht wahr sein, dass wir so tun, als wäre Geschlecht würde keine Rolle mehr spielen, als würde die Herkunft keine Rolle mehr spielen, als würde überhaupt eigentlich gar nichts mehr eine Rolle spielen, außer welches Zertifikat du abgelegt hast. Das funktioniert so nicht. So funktioniert die Energie von Menschen nicht und so funktioniert auch Kreation und Schöpfung und Produktivität und all diese ganzen anderen Dinge nicht. Politisch korrekt, ja, effektiv und produktiv und im Sinne von Innovation, im Sinne von Schöpfung und im Sinne von wir schaffen etwas gemeinsam, funktioniert das so nicht, ja? Also du stell dir vor, du gehst auf Partnersuche und sagst, das Einzige, was zählt, ist deine Schuhgröße. Das ist doch lächerlich. Also das funktioniert so tatsächlich nicht. Das können wir so nicht machen. Wenn du daran arbeiten möchtest, in deinem Unternehmen Produktivität zu generieren, wenn du daran arbeiten möchtest, in deinem Unternehmen mit Menschen zusammen etwas zu erreichen, dann müssen eure energetischen Resonanzkörper, das sind eure Körper, zusammenpassen. Dann musst du mit diesen Leuten gut sein. Ja, und da zählt nicht nur die Schuhgröße oder das Zertifikat von Hochschule XY, sondern da zählt natürlich der ganze Mensch. Und da kann ich nicht ignorieren, welches Geschlecht oder welche Herkunft diese Person hat. Zurück zur Erfüllung. Selbstverständlich hat dieses Gefühl eine Konsequenz auf deine Gedankenprozesse und natürlich auch deine Visionen. Das heißt, wenn du Erfüllung in deinem Körper generierst über die Willenskraft und dieses Gefühl der Erfüllung, dann wird dein Gehirn dir bestimmte Gedanken ausspucken und wird sagen, pass auf, Erfüllung wäre, wenn ich einen Lamborghini habe. Erfüllung wäre, wenn ich dieses Jahr auf Teneriffa den Winter verbringe. Erfüllung wäre, wenn ich jetzt dahin fliege oder wenn ich das mache oder wenn ich jenen Partner hätte oder jene Partnerin hätte oder jene Mitarbeiter hätte oder jene Vision erfüllt wäre. Ja, das ist durchaus richtig. Und dein Gehirn hat natürlich nach wie vor Visionen und es soll auch Visionen haben, aber nicht unbedingt braucht es diese Visionen, ja, um diese Erfüllung
beizubehalten. Also das heißt, wenn du Erfüllung in deinem Körper trainierst und du siehst, du fängst an in deinem visionären Auge, in deiner Intuition, in deinem dritten Auge einen Lamborghini zu sehen, dann ist der Lamborghini nicht die Lösung, sondern das Gefühl, was du im Körper hast, das entspricht schon der Frequenz des Lamborghinis sozusagen. Also ich kann diesen Lamborghini in meinem inneren Auge hervorrufen, ich brauche den aber nicht unbedingt, weil wenn ich mich auf das Gefühl der Erfüllung konzentriere, dann kann ich dieses Gefühl in meinem Körper haben, ohne im Lamborghini zu sitzen. Jetzt ist natürlich eine Herausforderung im Alltag. Wir kommen mit einer ganzen Menge Dinge in Kontakt, die vielleicht nicht so erfreulich sind, die nicht so schön sind. Probleme lösen gehört zum Alltag des Menschen dazu. Also das heißt, wir lösen alle permanent Probleme. Die Frage ist natürlich immer, wie gehen wir damit um? Also als Erwachsener ist niemand dafür verantwortlich, wie du dich fühlst, sondern das bist du ganz persönlich. Und du kannst dieses Gefühl der Erfüllung, auch wenn du mitten in der krassesten Krise bist, in deinem Körper hervorrufen und üben. Eine Methode, die du dafür nutzen kannst, ist zum Beispiel die Sedona-Methode. Und zwar in einer umgekehrten Form. Vielleicht hast du davon schon mal gehört. Die Sedona-Methode ist darauf ausgelegt, ein schlechtes Gefühl loszulassen. Du kannst sie aber auch benutzen, um ein gutes Gefühl zu installieren. Sie besteht im Wesentlichen aus 4 Fragen. Wir fangen jetzt mal mit der richtigen Sedona-Methode an. Also die erste Frage wäre, was wäre, wenn du das Gefühl loslässt? Die zweite Frage, könntest du dir für einen Moment erlauben, das Gefühl loszulassen? Die dritte Frage wäre, wärest du bereit, dieses Gefühl dauerhaft loszulassen? Und dann ist die vierte Frage, wann wärest du bereit, dieses Gefühl loszulassen? So arbeiten wir mit negativen Gefühlen. Wir können das Ganze aber auch umdrehen in die positive Form. Also, wie würde es sich anfühlen, wenn du Erfüllung in deinem Leben hättest? So, da muss dein Gehirn erstmal ein bisschen arbeiten. Wie würde sich das anfühlen, wenn du die Dinge schon in deinem Leben hättest? Könntest du dir nur für einen Moment, unbeachtet der Umstände in deinem Leben, erlauben, dieses Gefühl jetzt in deinem Körper zu fühlen? Könntest du dir, unbeachtet der Umstände in deinem Leben, erlauben, dieses Gefühl dauerhaft zu fühlen? Und die vierte Frage, wann wärest du bereit, dieses Gefühl dauerhaft in deinem Leben zu akzeptieren? Und du wirst feststellen, dass wenn du nicht dagegen arbeitest, ja, und die klassischen Einwände bringst, ja, wenn ich den Lamborghini habe oder wenn ich auf Teneriffa bin oder wenn ich dies oder jenes habe, dann erlaube ich mir dieses Gefühl zu fühlen, was nicht passieren wird. Ja, wenn du das jetzt in diesem Moment nicht dir erlauben kannst zu fühlen, dann wirst du das Gefühl auch mit dem Lamborghini, Teneriffa oder sonst irgendwelchen anderen Reisezielen, Mauritius oder sonst irgendwas, nicht haben. Ja, also übe dir zu erlauben, dieses Gefühl der Erfüllung in deinem Körper zu haben. Und je mehr du das übst, abends kurz vor dem Einschlafen, üb für ein paar Minuten dieses Gefühl der Erfüllung in deinem Körper. Wie würde es sich anfühlen, dieses Gefühl jetzt zu haben? Morgens, kurz nach dem Aufwachen. Das sind die 2 Momente, wo unser Gehirn besonders aufnahmefähig ist, wo unser Unbewusstes besonders aufnahmefähig ist für neue Programme. Ja, also übe abends vor dem Einschlafen, morgens kurz nach dem Aufwachen, für ein paar Minuten dieses Gefühl der Erfüllung in deinem Körper. Wie würde es sich anfühlen, wenn ich jetzt Erfüllung in meinem Leben hätte? Und dann bleibst du für ein paar Minuten liegen und spürst in deinen Körper rein. Du nimmst ganz bewusst wahr, wo in deinem Körper du das fühlst, und du wirst schon nach ein paar Tagen merken, dass dieses Gefühl in deinem Leben häufiger wird und auch, dass du vor wichtigen Entscheidungen in deinem Leben, ja, oder vielleicht vor Anfragen von außen, vor Sozialkontakten und so weiter, immer mehr wahrnimmst, was in deinem Leben dich von dem Gefühl der Erfüllung wegbringt. Und es kann natürlich die eigene Familie sein. Das kann sein, dass dein Partner, deine Partnerin, dein Freund, deine Freundin und so weiter, dass das alles Leute sind, die an diesem Gefühl nagen. Das kann sein, dass deine physischen Umstände dazu beitragen, dass du dieses Gefühl nicht dauerhaft in deinem Leben haben kannst, weil sie aus irgendeinem Grund nicht schön sind, nicht gut sind. Der Schritt, in dem du beginnst, dieses Gefühl mehr zu fühlen, ist auch der Beginn, dass du beginnst, andere Entscheidungen in deinem Leben zu treffen. Die beginnen im Alltag. Ja, vielleicht hast du Gespräche, vielleicht gehst du Gesprächen aus dem Weg,
mit deinem Partner oder deiner Partnerin. Vielleicht gehst du Gesprächen aus dem Weg mit Mitarbeiterinnen, mit Familienmitgliedern, mit Freunden und so weiter. Das passt energetisch nicht mehr. Ich möchte das nicht mehr. Wir können nicht gut miteinander arbeiten. Ich fühle mich jedes Mal schlecht, wenn ich mit dir zusammen gewesen bin. Dann ist das ein guter Hinweis darauf, nicht so viel Zeit mit diesen Menschen zu verbringen und vielleicht auch tendenziell gar keine Zeit mehr mit diesen Menschen zu verbringen und sich zu überlegen, wie kann ich die Ziele in meinem Leben erreichen. Niemand ist dafür verantwortlich, dir irgendetwas Bestimmtes in deinem Leben zu geben. Dafür bist du verantwortlich und du bist die Person, die diese Entscheidungen trifft. Ich glaube, jetzt zum Jahresende insbesondere ist es eine ganz gute Überlegung, sich zu überlegen, wie möchte ich eigentlich 2025 erleben? Mit welchen Menschen? Wie soll sich das Ganze anfühlen? Ja, mit welchen Menschen möchte ich arbeiten? Mit welchen Menschen möchte ich zusammen sein? Mit welchen Menschen möchte ich meine Zeit verbringen? Wo möchte ich lokal oder wo möchte ich physisch angesiedelt sein? Ja, möchte ich auswandern? Möchte ich nach Deutschland zurückkommen? Ich bin gerade zurückgekommen. Und das ist natürlich ein ganz anderes Gefühl, als in der Weltgeschichte unterwegs zu sein und natürlich auch eine Gesellschaft um sich zu haben, die wie in Lateinamerika sehr jung ist. Hier sind die Leute sehr alt. Deutschland ist sehr alt. Und zwar wirklich auf der physischen Ebene sehr alt. Und wenn du, wie ich, jetzt in deinen 40ern bist, dann musst du dich damit auseinandersetzen, in welche Richtung du guckst. Guckst du auf die Jüngeren und lernst von denen oder guckst du auf diese vielen alten Menschen, die in diesem Land ja tendenziell auch nicht unbedingt glücklich sind. So ist es. Wo geht deine Aufmerksamkeit hin und wie möchtest du dein Leben gestalten? Wenn du sowieso im Ausland lebst, also ich habe ja auch viele Kunden, die in anderen Ländern leben. Also wenn du in einem anderen Land lebst, dann wirst du das Ganze natürlich ein bisschen anders wahrnehmen, als das auch hier in Deutschland unter Umständen der Fall ist. Aber deine Familie ist ja vielleicht sogar hier in Europa und du bist mit diesen Themen konfrontiert. Aber die Frage stellt sich natürlich auch für dich immer wieder, ja, wo geht die Erfüllung lang? Wo ist das, was mir wirklich gefällt in meinem Leben und was fühlt sich für mich auch wirklich gut an? Wer sind die Menschen, mit denen ich mein Leben verbringen möchte? Und der Beginn dieser Entscheidungen ist in deinem Körper, in diesem Training, dieses Gefühl der Erfüllung in deinem Körper zu trainieren und es mehr und mehr in deinem Körper, in deinem Gehirn, in deinem Nervensystem zu kultivieren, dieses Gefühl der Erfüllung und daraus mit guten Gefühlen Entscheidungen zu treffen und zu sagen, das mache ich jetzt, da geht's lang. Also Trennungen, große Lebensentscheidungen, am besten immer aus den besten Gefühlen herauszutreffen und zu sagen, okay, jetzt bin ich in meinem besten Zustand und jetzt treffe ich diese Entscheidung, das will ich nicht mehr in meinem Leben haben und ich möchte in Zukunft dieses oder jenes verfolgen. Und es ist, gerade wenn es um das Thema Mitarbeiter geht, natürlich auch bei aller Gesetzeslage und so weiter, ein Liebesdienst an Mitarbeitern, manchmal sich zu unterhalten und zu sagen, pass auf, wir werden hier gemeinsam nicht glücklich. Wollen Sie sich nicht oder willst du nicht dir vielleicht überlegen, einen anderen Weg zu gehen? Frust hilft uns beiden nicht weiter. Ja, das wäre eine erwachsene Entscheidung, auch zu sagen, okay, pass auf, ich habe das Gefühl, wir können nicht so gut miteinander. Wir gehen nicht in die gleiche energetische Richtung und ich bin nicht als Führungskraft dafür verantwortlich, Ihnen gute Gefühle zu machen oder dir gute Gefühle zu machen in deinem Job. Was halten Sie davon oder was hältst du davon, dich mal woanders umzuschauen? Und wir haben die Möglichkeit, uns im Guten zu trennen und zu sagen, pass auf, Lebensqualität geht uns alle an. Als Führungskraft und als Mitarbeiter. Und wenn du oder wenn Sie in diesem Unternehmen frustriert sind, ich kann Ihnen hier kein anderes Umfeld bieten oder das funktioniert vielleicht nicht anders. Es wäre angeraten vielleicht, dass Sie einen anderen Weg gehen, um uns beiden das Leben zu erleichtern. Das ist eine Aufgabe als Führungskraft, die du natürlich auch hast, ja, zu sagen, okay, ich muss ein Team zusammenstellen, was diese Aufgabe, die wir hier erfüllen wollen, ja, dieses Ziel, was wir hier erreichen wollen, mit Freude macht. Natürlich darf ich das vorleben. Ja, als Führungskraft immer auch können Sie das, kannst du das vorleben, was du da von den Leuten verlangst? Hast du gute Laune? Ja? Bist du verständnisvoll? Bist du motiviert? Willst du arbeiten? Wenn du das alles selber nicht willst, dann brauchst du dich natürlich auch nicht zu wundern, dass die Leute, mit denen du zusammenarbeitest und die dir vielleicht als Mitarbeiter unterstellt sind, das nicht wollen. Wenn du motiviert bist, wenn du freundlich bist, wenn du und so weiter eine angenehme Persönlichkeit bist, dann kannst du davon ausgehen, dass du auch angenehme, freundliche, motivierte Mitarbeiter hast. Das ist eine gute Gelegenheit jetzt über den Winter, wenn die Tage kurz sind, wenn es abends früh dunkel wird, diese Zeit zu nutzen und dieses Gefühl im Körper mal zu kultivieren
und zu üben. Und wenn du Schwierigkeiten hast, das allein zu tun, dann kannst du gerne zu mir kommen in die Konsultation. Du kannst dir gerne ein Coaching-Paket bei mir buchen. Ich helfe dir dabei, das mehr und mehr zu kultivieren und auch den eigenen Entscheidungsprozess und die eigenen Entscheidungsprozesse zu hinterfragen und zu beleuchten und deine Energie mal anzuschauen und zu gucken, wo es ein bisschen hakt im Körper. Ja, die Energie folgt der Aufmerksamkeit. Wenn du deine Aufmerksamkeit in das Thema Erfüllung reingibst, dann wirst du in deinem Leben Erfüllung generieren. Auf die eine oder andere Art und Weise, wie auch immer das aussieht. Und es steht dir natürlich frei, du bist ja ein freier Mensch, wie das in deinem Leben ganz konkret aussehen soll. Ob das mit viel Material oder wenig Material, mit Familiengründung, ohne Familiengründung, mit Weihnachten mit der Familie oder allein oder sonst irgendwas passiert. Also du bist als erwachsener Mensch dafür verantwortlich, deine guten Gefühle zu bewahren und dafür zu sorgen, dass sie in deinem Leben sind. Und ja, ich wünsche dir selbstverständlich viel Erfolg dabei und eine gute Vorweihnachtszeit. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich über ein Like, über einen Kommentar und natürlich auch ein Abo des Kanals. Ich habe festgestellt, dass nach wie vor sehr, sehr viele Menschen diesem Kanal regelmäßig zuschauen und leider kein Abo dagelassen haben. Es würde mir sehr, sehr helfen und natürlich auch den anderen, weil diese Videos, die ich hier produziere, natürlich auch anderen Menschen dann ausgespielt werden und mehr angezeigt werden, wenn dieser Kanal ein paar mehr Abonnenten hat. Also ich danke dir schon mal für dein Abo und freue mich, wenn du es mir da lässt. Bis bald. Tschüss.